Herzlich willkommen bei Klangbild Reaction mit Patrick Piano. Oh yeah, und dem Sweeney Man. Aber hallo. Und natürlich mit dir. Danke fürs Einschalten. Was geht ab? Ja, brandaktuell haben wir heute jemanden, den wir schon öfter auf unserem Kanal hatten, noch immer gerne gesehen wird, nämlich absolute Legende hier auf den Weltbühnen, Diana Ankudinova, Baikal, der Geist des Baikalsees. Herrliche Bilder. Sieht ja schon mal sehr abgespaced aus. Unter Wasser hier. Na klar, es geht ja auch um den Baikalsee. Schon mal ziemlich eindrucksvolle Bilder und wie eine Meerjungfrau unter Wasser. Spannend, ne? Macht auf jeden Fall gleich Lust auf mehr. Auch die Bilder fangen schon gleich an, eine Geschichte zu erzählen. Finde ich immer sehr gut in dem Video. Und ich gehe mal davon aus, dass hier so die Eisoberfläche des Sees, wie du gerade schon so meintest, so ein bisschen Meerjungfrauenmäßig, ne? So unter Wasser. Ganz, ganz toll natürlich auch die Aufnahmen gerade, ne? Wie das Kostüm auch schön so mit den einzelnen Elementen sich am Bewegen ist. Sehr cool. Ее нет, ее больше нет. Летишь вниз, и я лечу. Стой, нас вместе ведет твоя боль. Das ist ja auf jeden Fall ungewöhnlich, finde ich gerade. Schönes Konzept. Also, wir haben Diana jetzt eigentlich in anderen Songsituationen Meistens erlebt, live. ne? Wir hatten sie jetzt meistens live auf der Bühne. Ist jetzt natürlich eine ganz andere Geschichte hier. Einfach mal ein fertiges Video zu sehen. Also auch schön, wie sie sich schauspielerisch in Szene einfach mal setzt. Also ich gehe mal schon davon aus, dass das hier wahrscheinlich im Wasser gefilmt wurde. Alleine auch natürlich mit den ganzen Sachen. Toll, wie man aus wenig so einen krassen Effekt hervorzaubern kann. Dazu sozusagen noch die Hände so ein bisschen kaleidoskopmäßig drumherum. Genialer Einfall. Ja. Auch stimmlich natürlich schön, ne? Sie setzt sozusagen in den hohen Tiefen und den tiefen Mitten so ein. Also wie man von ihr das auch kennt. So. Schön sinnlich auch alles. Also immer alles noch im Spannungsaufbau. Voll. Ne? Wir haben hier einen sehr langen Spannungsaufbau und schön natürlich auch einfach Optik. Ne? So das einzelne Auge von dem jungen Mädchen sozusagen, so diesen Spannungsaufbau. Sie entdeckt, sie sieht was unter dem Eis. Ne? Alleine schon diese Vorstellung, toll, super. Lass mal schauen, wie es weitergeht. Ist auch mit einem schönen Effekt gemacht. Also schneller und langsamer. Ja, auch die Elemente, also so musikalisch, das Ganze geht in eine total schöne, mystische Richtung. Das verbindet einfach sehr viel. So, ne? Die Drums sind auch so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, haben natürlich immer so ein bisschen was Archaisches, auch von früher, so, ne? So Kriegstrommelmäßig ein bisschen, da beginnt was. Wir hatten das Thema schon öfter, ne? Auch Winter-Video-Style. Ne? Auch sehr interessant, gerade ich sag mal in den Winterregionen werden gerne so diese... Bei Ottikin? Ja genau, bei Ottikin unbedingt reinchecken, auch zwei schöne Folgen. Zum Beispiel, ne, so dieses, ich sage jetzt mal aus diesen klassischen Kriegstrommeln früher, so dieser Sound, dieses Bam, 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 das ist immer so ein bisschen Ansage, ne? Dazu dieses Mystische, videomäßig finde ich super genial, aus weniger mach mehr, ich liebe es ja sowieso, ne? Aus weniger mach mehr, dieses Leuchten unter dem Eis.
Ja. Ne? Ey, so viele Mythologien, gerade im Nordischen auch, Ja. wo es immer auch in so eine Richtung geht. Und man kann das sofort videomäßig so mitfühlen, das kindliche Entdecken. Ne? Und sie sozusagen unter dem Eis, auch sehr, wie du schon meintest, Meerjungfrauenmäßig, so auch wieder sehr mythologisch Ja, alles. ja. Schön und auch von den Klängen, ne? Dazu dann auch die Flöte. Ne? Alles geht so in die Weite, in die Ferne, das Sehnsüchtige. Wunderschön. Das hat mich jetzt gerade sehr ans Indianische erinnert. Ja, hatte ich auch so den leichten Touch, so das Panflöte-mäßige so, ne? Auch die Drums so. Vereinigt sehr viele Elemente auf jeden Fall. Темных чувств шоры будут кружить, горе твои горы не пройти, не прожить. Буря твоей потери воет черной дырой, мы в ней исчезаем вместе, вместе с тобой. Schön, sehr eindrucksvoll. Der musikalische Wechsel jetzt. Ne, es kommt Bewegung rein, aber geht schon wieder musikalisch in eine andere gefühlte Richtung. Sehr, sehr schön. Auch hier wunderschönes Standbild. Ich glaube, wir haben unser Thumbnail gefunden für diese Folge. Herrlich. Ja, auch einfach, auch ihre schauspielerischen Fähigkeiten hier. Ne, sehr, sehr stark im Vordergrund gestellt und exzellent. Ja, für so ein Video muss man ja stundenlang im Wasser sein. So, ne? Das ist auch eine Herausforderung. Definitiv. Ja. Also auch die Bilder so einzufangen und dann auch so schön zusammenzuschneiden. Vorhin hatten wir eine Szene, würde jetzt aber dauern, die nochmal rauszusuchen. Wenn ihr euch das Video original natürlich immer unten verlinkt, ne, gleich neben oder über Sweeney Man Beats und auch abchecken, unsere Affiliate-Links. Alles, was wir da anbieten, sind nur Sachen, die wir auch selber wirklich benutzen würden und deswegen auch weiterempfehlen. Ne, keine schamlose Kohlemacherei in dem Fall. Wenn ihr uns supporten wollt, auf jeden Fall abchecken. Auf jeden Fall habt ihr da aber auch den Originallink von diesem Video. Und worauf ich hinaus wollte, war die Szene, wo nur ihre Hand zu sehen war, so in dem Auge gespiegelt von dem Mädchen. Welch unglaublich schöne Symbolik. Ne? Also da kriegt ja mal das Wort Eye-Catch eine ganz andere Bedeutung. Ja. Also den Blick eingefangen, wirklich ganz, ganz tolle Bilder hier. Sehr stark. Das Aufbrechen. Na, nur aber flott, Kleine. Das ist natürlich auch eine krasse Situation, ne? Wenn du auf dem Eis bist Ja. und Und das bricht auf, also da geht es ja dann um alles in dem Moment. Deswegen meinte ich auch gerade, nur aber Spurtnähe. Toll, diese Spannung, die das Video einfach selber erzeugt. Ja. Ne, mit, ich sage jetzt mal doch auch so, wie jetzt wenigen Spots. Ne, wir haben hier sozusagen einen Spot, eine Geschichte und darin tolle Bilder und eine tolle Situation erzählt. voll. Oder auch eine gefährliche Situation jetzt. Das ist ja definitiv eine lebensgefährliche Natürlich. Situation jetzt gerade. Das ist ja Spannend. zwischen Mystik und Gefahr. Ja, Gerade, ne? das ist ein schönes Feld auch so, wo das eigentlich alles musikalisch und videotechnisch spielt. Sehr, sehr spannend. Я тебя так искал, Байкал, Фридендорф, искал Байкал. Твой в жизни ты волчий оскал, Байкал, ты внутри и снаружи меня. Schön immer mit diesem schnell und langsam Wechseln. Voll. Und es wird Tag. Episches Endbild einfach. Wow.
Props hier auf jeden Fall an die Leute, die das Video geschnitten haben Voll. und gemacht und gedreht. Wow, super Leistung von Diana auf jeden Fall. Mir hat sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß, viele Leute bevorzugen immer die Live-Performance, weil das natürlich zeigt, was halt eben auch live drin steckt. Ich finde es auch gut, wenn das alles immer rund gehalten wird, auch mit einem schönen Video dazu. Voll. Und klar, Live-Performance ist immer nochmal so ein Special-i-Tüpfelchen, sage ich mal. Aber auch das hier eine absolut runde, saubere Arbeit. Saubere Geschichte. Ja, definitiv. Bleibt nicht mehr viel zu sagen. So. Yes. Große Klasse. Definitiv. Wenn ihr meine Beats hören wollt, dann checkt den Link unten in der Beschreibung. Checkt auch unsere ganzen anderen Videos aus. Auch jetzt, wo es herbstlicher wird, ne? Checkt unsere Halloween-Folgen aus. Auch gerade im letzten Jahr im Winter hatten wir immer auch mal wieder schöne winterliche Spots, wenn ihr auf so Winterspots und Wintervideos steht. Ansonsten gebt euch natürlich im Anhang gleich die anderen Videos von Diana und Kudinova. Bleibt uns weiter treu gewogen, ne? Einschalten, liken, weiter verteilen, abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und vor allen Dingen hittet die Glocke, damit euch auch wirklich jedes Video angezeigt wird. So habt ihr selber die Wahl, welches Thema euch interessiert und wo ihr reinschauen möchtet. Bleibt uns weiter treu gewogen. Wir sagen vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und deine natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Der ging auf mich diesmal. Peace out.